Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Mein Raumschiff Enterprise. I'm crazy. Hallo, liebe Freunde. Ich wollte sprechen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ja, wir bauen jetzt auf das Raumschiff Enterprise und ja. Zuerst kommt das Schönste überhaupt. Und die knirscht dann doch am schönsten. Wir packen die Tüten aus, ein paar Sachen kommen hier rein, damit die uns nicht durch die Gegend kullern. Tun wir die Kamera mal umstellen, denn ich kann es mir leider nicht leisten, ich habe keinen extra Kameramann. Bis gleich. Na, dann geht's mal los, ne? Ja, also ich pack die Männchen aus. Danke. Ich brauche es nicht. Ist viel zu einfach. Den lassen wir gleich mal draußen als Werkzeug. Hier, seht ihr den? Der kommt in der dritten, Staffel. Das ist Mr. Chekhov, Herr König in echt, und er kommt ab der zweiten Staffel, Originalserie. An der ersten Staffel gibt es ihn noch nicht, Mr. Chekhov. So, das ist der, was ist der? Zulu? Glaube ich, gell? Der Japaner? Zulu. S-U-L-U. Zulu. Die wollen das halt nicht von sehen. Japaner. Habe ich ja gerade gesagt. Und soll ich die kleinen Sachen hin tun? Ja, da haben wir die Boxen klar. Da rein, da rein. Und Mann, jetzt habe ich aber ein Stück da rein. Eine Phaser-Kanone. Treffer! So, Was ist das hier? die großen Teile legen wir da hin. Darf ich jetzt kurz sagen, wenn wir das nicht wissen, Das weißt du ja nicht. weißt du, welche Farbe die Brücke. Bronze. Richtig. Ich wollte gerade sagen, schreibt in den Kommentaren, welche Farbe das ist. Na, das sind ja keine Anfänger hier, die Zuschauer. Hm? Sind alle aus dem Kindergartenalter raus wahrscheinlich. Naja, Kinder gucken sich das auch an. Vielleicht meine Freundinnen, meine Cousine. Tja, Keine wer Ahnung, sitzt was denn das hier drin? Mit Du hast gesagt, es gibt nur 6 Stühle, aber das hier Ja. ist der 7. Ja, richtig. Der Captain's Seat. Okay. Also hier sieht man noch mal die zwei. Die haben, wie heißt das Gelbe nochmal? Reguläre Schiffsbesatzung. Genau. Und zwar Steuermann in dem Fall, Navigator, Captain. Ich glaube, die zwei sitzen dann vorne. Ui. Hologramm. Ja, Papa, du erzählst jetzt, welche Farben dafür stehen. Also das Rote. Tribbles. Also, wofür steht das Rote? Technik. Raumschiff-Technik hat Ja, du Rot. musst es ja mal die Leute sagen. Und Blau? Blau ist Wissenschaftsabteilung. Ja. Gut. Kommt hier alle auf. Ich mal. Entschuldigung, ich will immer aufmachen. Ich liebe es. Deswegen bin ich auf kaufsüchtig, Papa. Kannst du es dann rausschneiden? Das kann ich jetzt nicht rausschneiden. Ich glaube, es gibt auch genug Erwachsene, die kaufsüchtig sind, oder? Ja, also ich kaufe halt nur, weil diese Tüten mag ich. Das ist normal. Das kennt jeder. Oder? Zwar weiß ich das jetzt nicht, ob es jeder kennt, aber
Und das hier sind die Aufhängungen fürs Raumschiff, wenn man es an die Decke hängen möchte. Ich bin so schlechter Aufmacher. Die sind aus Gummi. Ich dachte, die sind aus Plastik. Wow, hier haben wir wirklich schöne Hologramme. Gott, wie schön. Na? Am schönsten finde ich das. Klingonenraumschiff. Das fühlt sich auch so an. So. Tja, Bebber. USS Enterprise Starship. Das kommt wahrscheinlich auf den Sockel irgendwie unten dran. Und Gut, übrigens jede viel Menge Bebber. Also hier. Bebber, das ist schwäbisch und heißt Aufkleber. So natürlich. Gott, so viele. Die ganze Brücke besteht aus Aufklebern. Hilfe! Wenn ihr das hier seht, ja, diese große Untertasse, sag ich mal, da habe ich schon ein also mit bisschen der was Brücke reingebaut. drauf Das an. ist ganz einfach. Seitenteil. Aufkleber Nummer 9 bitte nicht vergessen. Aufkleber Nummer 6, 2 Stück, 3 Stück, 4 Stück. Und in der Brücke kommt schon das schöne Klingonenkampfschiff dann rein. Und natürlich auch hier die 59 als Aufkleber nicht vergessen. Dann wollen wir mal loslegen. Hier die 2 Aufkleber. Hier kommt es hin. Also wir müssen jetzt die 2 hier ist aufkleben. Also sozusagen ich. Ich hab Angst. Mein Papa ist ein Profikleber. Seid jetzt bitte nicht neidisch. Nein, ich kann das nicht. So. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt perfekt aussieht. Aufkleber Nummer 6, wo seid ihr? Aufkleber Nummer 6 ist da oben. Die Ach, 2. die. Hallo, ich brauche den einen Aufkleber. Mhm. Den neuen. Neu. Nein. Fertig. Das Teil hier, das stecken wir jetzt hier rein. Ich werde Papa fertig ist. Tja. Nee, du musst hier. Oh, sorry, du musst hier die 2 auch noch. Ja, alle 4 jetzt. 3. So, wir haben jetzt die Seite 1 abgearbeitet. Klingonenraumschiff, dann 59, jeweils links und rechts davon. Die 9 haben wir auch angebracht. Hier. Und letztendlich die 4 Aufkleber mit der Nummer 6. So, jetzt kommt die Seite 2 und die Seite 2 macht sehr viel Freude und wird sehr lange dauern, denn Das sind sehr viele Sticker aufzukleben. hier sind die Konsolen in der Brücke und da müssen wir jetzt 20, 25 Aufkleber drauf. Da sind wir eine Weile beschäftigt. So, die Brückenteile, das heißt also die Konsolen, fast fertig geklebt. Da fehlen noch 2. Immer schön gucken, dass die Kanten kleben, dass wir keine Luft drunter haben.
Die Kleber sind ja oberflächenbehandelt. So kann man es auch mit der bloßen Hand machen, braucht man kein Fasertuch oder so. Man sieht auch hier, man sieht also hier jetzt kein Fett oder so, das hier geschmiert wird. Kann man also ruhig auch mit dem Finger machen. So, kommt noch das letzte. Ja, dann haben wir hier noch das schwarze Hologramm. Das kommt dann auch noch So, drauf. da bin ich wieder. Ich fahre nur kurz weg. Von dem Aufkleben schwitze ich. Habe ich geschwitzt. Das ist relativ dick. Ruhig schön anpressen. Das kommt natürlich hier auf 1 will auch drauf. Gell? Was ist das jetzt? So, Nummer 3 heißt also in die Brücke einbringen. Das sind die Sichtschirme zum Reinschauen. Also. Ja, das soll also so rein. Ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher irgendwo her kennt, wenn ihr mal in einem Labor oder so gearbeitet habt oder bei irgendwas anderem. Also. Zwar hier unten in der untere Reihe des Steckplatzes. So, klack, klack, klack. Wunderbar. Konsole Nummer 1 sitzt. Okay. Ne, hier hat es noch nicht klack gemacht, gell? So, wunderbar. Was erwartet uns als nächstes? Aufkleber! Aufkleber. Nämlich die 2. Ich weiß aber nicht, wo Wir die melden kommen. uns nachher wieder. So, die Monitore haben wir jetzt schon fast alle geklebt. 2 fehlen noch. Hier sind andere Aufkleber. Und da. Das wäre ja langweilig, wenn auf jedem Monitor dasselbe zu sehen wäre. Ne? Ja. Doch eins ist drauf, das gleiche ist. So, Seite Nummer 5. Wir bringen die Monitore in die Brücke. Warte kurz, wie rum hier so. Du musst das nicht extra hochheben. Für die Kamera mache ich das, klar. Und dann. Hey, wie geht das? Geht das schwer? Das geht schwer. Oh, ist richtig toll. So, dann haben wir hier noch Teil Nummer 4 und Teil Nummer 4. Die Positionslampen kommen dann noch rein. Ich darf
draus machen? Ruhe, ja, hier kommen die Experten ran. Das ist doch ganz einfach. So. Muss das Klack machen? Nö, das macht aber keinen Klack. Das Gut, dann aber ist es drin. Ja, dann perfekt. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. So, Seite Nummer 6. Da kommt das Staufächle rein. Zeig mal. Wo ist das? Ach, da. Zack. Wunderbar. Das geht da rein. Waffen? Weiß nicht, da kann man zum Beispiel Weihnachtsgeschenke für den Captain verstecken. Oder an Ostern irgendwas. Dann haben wir hier noch so ein schwarzes Teil. Hier, das da. Na gut. Wo kommt es rein? Seitlich. Hier rum. So? Ja, aber ist ja richtig. Ha, Klack. Heißt immer drinne. Hier, Außer ne? bei dem Weißen. Was bringt uns die Seite? Gucken wir nochmal, Seite 6, haben wir irgendwas vergessen? Nö. Nö. Manchmal übersieht man ja was. Seite 7. Aha. Auf. Kleber! Aufkleberalarm. Ich melde mich später wieder. Hier. Bitte. Man braucht ja gar keinen Schraubenzieher. Ich glaube, das ist der, oder? Das fragen sich natürlich manche, warum bei so einem teuren Modell eigentlich Aufkleber dabei sind. Manche beschweren sich, warum da Aufkleber dabei sind. Das sollte doch alles bedruckt sein oder was weiß ich. Aber ihr vergesst einiges, nämlich zum Beispiel, es handelt sich hier ja um Playmobil. Und Playmobil hat schon immer Aufkleber dabei gehabt. Und natürlich gehören auch zu so einem teuren Sammlermodell irgendwie doch auch Aufkleber dazu. Und natürlich bei so einem teuren Teil jede Menge Aufkleber. Das ist doch einfach Playmobil. Das macht Playmobil mit aus. Aufkleber. Deshalb finde ich die Kritik so nicht gerechtfertigt. So, da kommt noch ein roter Streifen drauf. Einen habe ich schon. Dann haben wir hier die durchsichtigen Aufkleber. Und damit wäre dann auch dieses fertig. Komm in 10 Sekunden.
umgedreht, damit du besser rankommst. Also du hast 5. Das sind hier die Positions- bzw. das sind diese Lampen an der Unterseite der Brücke. Die machen keinen Knack. Finde ich. Ah, jetzt. Ups. Gut, 1 haben wir übrig. Warte. Ja, 1. Wohin? Da. Ersatz. Entschuldigung. Gut, Seite 8, der Maschinenraum. Soll ich das festhalten? Zeigen. So, Ist für dich der Stock. ja, dann steckst du vorne rein, klar. Was denn? Ja, ich muss erstmal das Teil finden. So, Das ist, glaube ich, jetzt fertig, oder? dann werden sogar die ersten Schiffsteile verbunden. Ja. So, nun können wir also die ersten beiden Bauteile miteinander verbinden. Die Steckteile sind gesetzt. Was hier auffällt, es gibt 2 Schraublöcher. Das heißt, wir müssen von innen diese Schrauben einsetzen, denn das hebt natürlich nicht. Würde ich hier das... Ich zeige es einfach mal. Also, einfach rein. So, ne? So, alles klar. Würde ich das jetzt machen, ne? Hebt nicht. Es muss verschraubt werden. Das Raumschiff ist wirklich derart schwer, weil diese Plastikteile wirklich massiv sind. Also so dick und massiv war noch kein Playmobil-Bauteil bislang. Meiner Meinung nach. Ich kann mich natürlich täuschen, aber es ist sehr schwer. Entschuldigt, dass ich schwebel, aber okay. Also, wir müssen jetzt hier innen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so hier so gut sieht, die 2 Schrauben reinsetzen. Ist ein bisschen ein Gefummel, denn gerade komme ich da jetzt nicht gut rein. Das heißt, ich muss schräg ansetzen. Es wäre einfacher gewesen, wenn man dieses Teil hier hätte abnehmen können oder später reinsetzen. So wird es ein Gefummel hier. Also gut. Setzen wir das mal an. Wir müssen gegendrücken. So, noch ein bisschen spielen lassen, nachher nachziehen. Na?
Kleiner Test. Oh. Alles klar. Okay. Voilà, ist hier Standfuß. Und die Gumminoppen. Umdrehen. Gut. Captain Kirk an Maschinenraum. Geschwindigkeit maximal drosseln. So, dann wollen wir das gute Stück mal aufsetzen. Loch Nummer 1, Loch Nummer 2, Schlitz 1 und so, Seite 13 ist also der Kommandostand vom Captain. Ja, da wollen wir den mal die Konsole bekleben, seinen Stuhl und das Ganze verbinden dann mit diesem Bauteil, das das Kabel hat. Dazu brauchen wir einmal die Konsole. Die haben wir also hier, die ist bereits farblich in Schwarz und in Rot gehalten. Da müssen wir also keine Aufkleber drauf tun. Hier oben kommen dann 3 Stück hin. Die finden wir hier vermutlich. Genau. Da haben wir jetzt 43, 45, 44. Die kommen also jetzt dahin. Ich gucke immer, dass ein bisschen staubfrei ist. Na. Immer schön gucken, dass die Kanten auf jeden Fall Kontakt haben, dass da Aufkleber. An das Unterteil kommt noch dieses schwarze Steckverbindungsteil. So. Dann hier auch schon braun aufgedruckt. Kommt der Stuhl hier noch rein. Kommandobrücke. Das ist Captain Kirks Arbeitsplatz. Ich habe die 2 Bauteile jetzt miteinander verbunden. Das hier ist braun bedruckt. Die Aufkleber wurden angebracht, ebenso der Steckverbinder. Hier ist das interessante Bauteil, das elektronische, mit dem Käbelchen. Jetzt tun wir hier das noch drauf. Zack. Und auch den Stuhl. So, dann kann der Gute sich auch drehen. Ui, 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 um etwas Gefummel. Denn dieses Kabel muss nun hier durch ein Loch, hier durch und hier raus zum Scotty in den Maschinenraum. Hier ist das Loch und da muss das jetzt rein. So, da kommt es raus. So, nun kommt es auf der Seite 15. Haben wir hier noch das Geländer. Links und rechts beim Kirk. Schauen wir mal. Das verbinden wir jetzt hier einfach. Schwarz mit Rot, sieht immer elegant aus. Das hebt dann praktisch das Elektronikbauteil mit dem Kirk seinen Platz.
sodass das hier jetzt nicht mehr rauskommt. Wenn man es dann rausmachen will, um es zu wechseln oder so, muss man dann halt das Geländer wieder. Auf Seite 16 haben wir hier also ein weiteres Bauteil, nämlich dieses hier. Da müssen wir dann gelbe Steckverbinder wieder reintun. Ich mache das jetzt hier mal kurz vor der Kamera mit einem, aber ihr wisst ja alle, wie das geht. Ja, machen wir das. So, die Steckverbinder sind gesetzt. Achten, R und L, also rechts und links, hatten die hier auch sehr schön angegeben. Überall klein und groß, L, L. Da kommen jetzt also Aufkleber rein, und zwar hier ganz viele von der 4. Diese Gitter, die kommen jetzt hier in diese Felder rein. Ich mache mal eins vor der Kamera, den Rest mache ich dann wieder so. Sonst wird es ja auch zu langweilig für euch. Ja, so, setzen wir es mal da rein. So, na, das sieht ja schon mal ganz anders aus, das Bauteil, wenn dann hier alles voll ist. Macht's richtig cool. Je wieder Strippen ziehen. Das heißt also, von hier aus müssen wir Kabel legen, denn die Warp-Antriebe haben ja vorne eine Beleuchtung. Vielleicht flackert das Ganze auch. Insofern müssen wir jetzt also praktisch von hier durch, hier unten raus und dann in den Maschinenraum zum Scotty die Kabel ziehen. Mal, die zwei Kabel haben ein langes Ende gerade und ein kurzes Ende. Das lange Ende muss quasi hier kopfüber hinein. Ist ein bisschen gefriemel, beim ersten Mal ging es ganz gut. Hier gibt es auch einen Kabelkanal. Wir gucken dann jetzt auch hier raus. Bauteil einsetzen. So, auf der Seite 19 kommen wir also hier zu dem Energiekasten mit dem Antriebskristall und unseren stinkgewöhnlichen Batterien. Muss man aufschrauben. So, Batterien einsetzen. Deckel wieder drauf. Schreibt wieder rein. Gut, hier kommt noch der Kristall. Kommt natürlich noch der Aufkleber drauf. Auch so ein 3D-Aufkleber. Ja. Jetzt kommt der Kristall hinein. So, weiter geht's. Da haben wir noch zwei baugleiche Teile. Da kommt noch das blaue rein. Von hinten reinklicken. Fertig. Auch hier kommen dann nochmal rote Steckverbinder. Und noch zwei gelbe. Melde ich mich, wenn die wieder gesetzt sind. So. Da fehlen noch ein paar Aufkleber. Jetzt kennen wir aber die Teile hier. Die können wir schon mal reinnehmen. So, beklebt.
Einfach draufstecken. Jo, abgearbeitet. Dann gehen wir mal rein. So, das ist praktisch hier in den Maschinenraum eingebaut. Ne? Da gibt es ein lachendes Gesicht. Alles gut. Alles schlecht. Das darf nicht rausgucken, das Kabel. Muss man also so verstauen, dass das nachher beim Spiegeln oder beim Begutachten da nicht Seite 21. Jetzt müssen wir praktisch das Kabel von der Brücke hier oben reinkriegen. Ne? Da schaut es schon raus. Das sieht aus wie diese vom Telefon zum Beispiel. Und klack, ist es jetzt drin. So, dieses Teil kommt nun hier hinein von der Warp-Gondel. Die kommen hier seitlich hinein. Machen wir das auch noch. So. Im Maschinenraum wurde nach hinten geklickt, die Kabel zurückverlegt. Ja, nun sind wir Seite 22. Den haben wir schon fertiggestellt. Und ja, jetzt kommt noch der Aufzug. Und zwar hier der Innenraum vom Aufzug. So, ist auch wieder so ein Hologrammaufkleber. Rote Tür zu. Wenn man es ein bisschen kippt, einen anderen Blickwinkel, dann kann man in den Aufzug reinschauen. Ne? So. Setzen wir die Konsole hier noch ein. Zack. Haben wir drin. Jo. So. Also ich muss schon sagen, mein Arbeitsplatz gefällt mir etwas, auch wenn hier die Kopffreiheit noch nicht so ganz optimal ist. Ah, mein Silizium. Sehr gut. Na, das hört sich ja schon wunderbar an. Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Unbekannter Eindringling! Könnten Sie das mal bitte ausprobieren? Hier hat es eine leichte Stolperfalle. Leichte Stolperfalle. So, kommen wir zur Seite 24. Jetzt kommen die Warp-Gondeln dran. Da haben wir noch ein paar Aufkleber hier übrig. Und zwar die hier. Und natürlich dann auch hinten noch. So, dann fangen wir mal an. Nehmen wir mal hier die untere. Ein bisschen tückisch, wenn man einmal rundherum einen Aufkleber kleben muss. Habe ich natürlich schon wieder falsch angefangen.
Denn hier gibt es eine Nut, die absteht. Da also bitte ansetzen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier einigermaßen parallel na, das sieht schon mal ganz gut aus. Schön glatt streichen. Das kann man natürlich hier wunderbar, da es rund ist, kann man es ein bisschen zügiger machen. Ja. Was kommt jetzt noch? Aha. Aufkleber Nummer 3. Und dann nach hinten noch Kleber Nummer 5. Setzen wir hier an. Mhm. Die Warp-Gondeln werden montiert. Achtung, bitte das Kabel natürlich hier durchpfriemeln, dass es hier vorne rausschaut. Denn wir wollen es später einmal hier anschließen, damit vorne der Antrieb auch leuchtet. Gut, fangen wir mal an. Natürlich die Schiffsbezeichnung nach außen hin. Hier unten ist das Loch. Kabel rein. So einfach. Etwas tricky. Nichts für Wurstfinger, würde ich mal sagen. So, okay. Na, dann wollen wir mal stecken. Der ganze Tisch ab. Wunderbar. Montiert. Dann schauen wir uns das hier nochmal an. Also, achten. Klick. Diese Seite praktisch mit diesem gebogenen Falz kommt nach unten. Stecken. Zack. Rein. Drehen. So, rausnehmen, rein, klack, fertig. So, jetzt kriegt der Deckel zu guter Letzt noch seine Aufkleber. Fangen wir mal mit dem roten hier an, Nummer 10. Gut, hat die Kamera wieder zu filmen aufgehört. Ist halt mit einer DSLR etwas blöd. Jetzt machen wir die 7 hier drauf. So. Den Rest klebe ich noch schön. So, die Kleber sind oben drauf. Jetzt haben wir hier noch diese Kuppel, die Glaskuppel und noch 2 Glasteile hier. So, müssen wir die, geht praktisch hier von oben nach unten schräg. Ja, gut. Also da hat es unterschiedliche Teile dabei. Das hat jetzt nicht reingepasst.
sieht man auf den ersten Blick jetzt nicht so. Das wird von unten eingesetzt, also von hier. So, wunderbar. Der Deckel wäre fertig. So, dann kann man den Deckel drauf tun. Also, natürlich hier noch Teile, die wir noch zusammenbauen müssen. Das sind die Stühle. Wir haben hier sogar noch einen extra Siliziumskern, falls uns der hier verbraucht. Wir können keinen neuen holen, aber eine Reserve ist auch immer ganz gut. Natürlich zum Kommunikator. Den müssen wir noch zusammenbauen. Da haben wir einmal jenes Teil und den Deckel. Und dann muss das 46 Aufkleber da rein. Kerkanbrücke. So. Die Sitzflächen müssen auch noch beklebt werden. Dazu haben wir hier noch die 50 Aufkleber. Also Nummer 50. So, bei Schwarz freut sich natürlich die Putzfrau auf dem Raumschiff Enterprise. Da sieht man ja jeden Fleck. So, da wollen wir mal gucken, ob das alles leuchtet. This is Captain James Kirk of the USS Enterprise.